Wie gut kann ein kleiner Scaler eigentlich fliegen und wie süß kann der eigentlich aussehen? Diese Fragen beantworten wir in meinem heutigen Video, denn heute kollaboriere ich mit Razordon Flash, die mir einen kleinen Apache Scale Hubschrauber zur Verfügung gestellt haben, den ich heute für euch testen darf. Also ich würde sagen, fangen wir an. Ja, heute kollaboriere ich mit Razordon Flash. Die liebe Kiana hatte mich vor einiger Zeit angeschrieben und meinte, hey, wir kennen deine Videos und deinen YouTube-Kanal, voll super, dass du so im Modellbau drin bist, du lebst das wirklich. Möchtest du nicht unseren neuen kleinen Scale Apache Helikopter, den wir in ein paar Monaten rausbringen, einmal Probe fliegen und testen und uns wissen lassen, was du denkst und vielleicht auch ein kleines Video darüber machen? Und gestern ist er angekommen. Ihr seht, die Box ist überschaubar groß. Also er erwartet jetzt hier keinen 700er Scaler, das Ganze wird sich natürlich im Kofferraumformat abspielen. Es handelt sich, wie gesagt, um den Apache, der laut eines kleinen Videos auf der Webseite wohl sogar auf dem Rücken fliegen kann. Angeblich sogar auch eine eingebaute Stabilisierung, gerade für die Anfänger, die man angeblich aber sogar auch abschalten kann. Und mir wurde gesagt, das Ding fliegt wunderbar, großartig stabil. Ich bin sehr gespannt. Ich bin hier und werde es für euch testen. Deswegen würde ich sagen, wir gucken als erstes mal rein in die Packung. Sehr, sehr hübsch mit einem richtigen Transportcase. Und hier seht ihr auch schon, wie das gute Ding aussehen soll. Unser Apache-Helikopter mit Beleuchtung, mit 4-Blatt Rotorkopf, mit 4-Blatt Heck, mit Digital-Servos, mit einer smarten Batterie, mit Brushless-Motoren und mit einem 6-Achsen-Gyro. Ich bin ja wirklich mal gespannt. Und hier ist der Heli. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal Stück für Stück. Als erstes hole ich mir mal hier den Sender raus. Gut eingepackt das ganze Stück, dass die Knüppel auch nicht kaputt gehen. Schlupp. Schlupp. Gott sei Dank ein Mode 2. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich einen Mode 1 kriege. Tatsächlich, obwohl das hier ein Spielzeug ist, liegt der für meine nicht gerade kleinen Frauenhände gut in der Hand. Hat auch noch hier jede Menge Schalter dabei. Ich denke mal, das, worauf wir alle gewartet haben. Kleine Scaler. Oh, hier sieht doch, guck mal, sieht doch süß aus. Oh mein Gott, also ich weiß schon, Frauen gehen immer dazu über, dass sie immer sagen, alles ist süß. Aber ich meine, guckt euch das doch mal an, der ist doch wirklich süß. Also, ja. Also ich finde, der kann schon was. Sind jetzt schon sehr viele Details dran. Sind sogar, hier guckt, hier sind sogar Nieten mit dran. Und Aufkleber. Man sieht hier auch schon die eingebaute Beleuchtung. Also, macht jetzt auf mich jedenfalls erstmal einen sehr guten Eindruck. So, jetzt schauen wir uns das hier mal an. Ein zweiter Satz Rotorblätter. Das ist natürlich nicht schlecht. Schraubenzieher, das sind Ersatzräder. Und Ersatzrotorblätter. Gerade für die Anfänger sehr wichtig. Und hier sind jetzt die kleinen Teile für die Flügelchen. Und auch die sehen tatsächlich nicht schlecht aus. Schauen wir mal hier noch. Noch ein Ersatz-Heckrotor. Wie man sehen kann, sind die vier Blätter sind zusammen. Das ist ein fixer Propeller. Aber auch sehr schön. Und Ersatzsticker. Meine Güte, die haben ja wirklich an alles gedacht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was sich hier so alles verbirgt. Also, das sieht aus, als wäre das Akkuladegerät. 2 bis 4S Lithium-Polymer-Akkus. Hier kommt das Netzteil rein. Hier steht schon drauf, 2, 3, 4 Zellen und die jeweiligen Stecker. Ja, hier haben wir jetzt ein kleines Problem, weil das hier ist für Europa jetzt nicht wirklich der richtige Stecker. Aha! Ich hatte für kurze Zeit schon Angst. Okay, das geht einfach hier drauf. Sehr schön. Mein Tag ist gerettet. Sehr schön, ich kann Akkus laden. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eines übrig. Und zwar dieses, was auch immer das hier ist. Geht wohl irgend so ein Akku rein. Und hier, okay, also das hier scheint der vorkonfektionierte Akku zu sein, den man dann höchstwahrscheinlich
so irgendwie lädt. Gehe ich mal von aus. Ja, sieht so aus, als würde das so ineinander passen. Und dann so irgendwie an das Ladegerät stöpseln. Das war das Unboxing und ich muss sagen, ich bin schon mal sehr beeindruckt. Erstens, der Koffer, der hat mir wirklich gut gefallen. Zweitens, die Ersatzteile. Drittens, für Europa passt alles. Es ist Mode 2. Perfekt. Und wie gesagt, also von diesem kleinen Ding, es fühlt sich alles super an. Es ist auch super leichtgängig. Und also bis jetzt ein super Eindruck. Ich werde mir jetzt mal hier diese 2 Anleitungen zu Gemüte führen, um mal zu gucken, wie ich das Ding dann überhaupt flugfertig kriege. Aber ich gehe mal davon aus, Batterien in den Sender, Akku laden und Kleinteile anschrauben. Ja, und wie schon vermutet, ist der erste Teil, dass wir mal den Akku laden. Dazu packen wir hier dieses quadratische Teil vorne an den Balancer-Anschluss und das Netzteil wird hier an dieser Stelle eingesteckt. Und direkt aktiviert sich das Ladegerät und der Akku wird einfach eingesteckt. Wenn man jetzt mal hier guckt, ich glaube, das ist so viel wie Zelle 3, hat 4,0. Alle Zellen haben 12, Zelle 1, Zelle 2, Zelle 3. Und dann wieder alle. Haha, ich bin so ein Genius, ich habe das ganz alleine rausgefunden. So, als nächstes müssen wir am Heli natürlich noch die kleinen Waffenkleinteile anbringen. Hier unten seht ihr die Vertiefungen und es ist eigentlich ziemlich simpel. Die Kleinteile werden dann an den vorgesehenen Stellen hier einfach nur eingeschoben und eingeklickt. Manchmal muss man ein bisschen hin und her nackeln, aber alles in allem geht das super easy, schnell, ohne Werkzeug und sieht super aus und hält bombenfest. Die Gun hier unten wird später am Akku selbst arretiert und hier oben drin seht ihr jetzt den Flight Controller. Hier könnt ihr auch wie in der Anleitung beschrieben noch ein paar Feineinstellungen vornehmen und ihr könnt zum Beispiel auch einen fremden Sender damit binden. Bei dem Sender selbst, der mitgeliefert ist, setzt ihr einfach die 4 AA-Akkus ein. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Und schon kann es losgehen. Der Sender ist schon vorprogrammiert, mit dem Heli gebunden. Also es ist eigentlich schon alles ready to fly. Ich zeige euch jetzt hier nur noch mal ganz kurz. Ich habe mich gerade mal oberflächlich eingelesen in das ganze Ding. Und wie ihr sehen könnt, wir haben, wenn wir hier den Pitch-Stick bewegen, dann haben wir hier auch auf der linken Seite etwas, was uns anzeigt, wo unser Pitch-Stick ist. Die Zahl hier unten, das ist unser Gaswert. Ihr könnt jetzt sehen, wenn ich jetzt hier den Stick ganz unten habe, dann ist er bei 0. Und sobald ich jetzt hier hochgehe, ist er relativ schnell bei 70. Hier bei 3/4 sind wir dann schon bei 70. Und egal, wo ich jetzt hingehe, er verändert sich nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach vorne gehe, dann seht ihr schon, das hat sich auf 75 geändert. Aber es bleibt auch bei 75, wenn ich den Stick hier unten habe, tatsächlich. Und hier oben haben wir den Throttle Hold, der ist jetzt gerade aus, deswegen geht hier alles. Sobald ich den jetzt hier umlege, haben wir jetzt 0. Auch wenn wir jetzt hier die Bänke ändern, ändert sich hier nichts. Und das Ding hier gehe ich mal davon aus, 6G und 3D, das wird wahrscheinlich einfach nur ein Stabilisierungsmodus und 3D-Modus halt so wie wir es halt kennen als 3D-Flieger sein, ohne Stabilisierung. Ich lasse das jetzt mal drehen und hebe mal mit Stabilisierung ab, denn wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Und schon geht es los mit dem ersten Flug. Und hier unten seht ihr, wo der Akku reinkommt. Jetzt auch schon mit montierter Maschinenpistole. Und ihr seht, hier sind so 2 kleine Nasen, die drückt ihr rein. Und schon ist der Akku nahtlos in den Heli integriert. Ich finde das total cool. Bevor wir jetzt starten, stellt sicher, dass eure Schalter alle in der richtigen Position sind. Und dann könnt ihr den Sender mit einem kurzen Druck anschalten. Wenn er jetzt wie hier am Bimmeln ist, dann bewegt den Gasstick einmal ganz nach unten und danach stellt ihr Throttle Hold ein. Jetzt ist der Heli fertig. Ihr drückt hier unten ein bisschen länger auf den Knopf, bis es einmal bimmelt. Stellt den Heli ab und solange das Lichtchen blinkt, initialisiert er noch und wenn er durchgängig grün leuchtet, dann seid ihr fertig und könnt theoretisch abheben. Wenn das grüne Lämpchen leuchtet, dann seid ihr im Stabilisierungsmodus. Wir schalten jetzt in den 3D-Modus und ihr seht, das Lämpchen leuchtet jetzt rot. Wir schalten allerdings zurück in den sogenannten 6G-Modus, denn wir wollen ja jetzt hier einmal mit der Stabilisierung fliegen. Hier unten seht ihr nochmal den smarten Akkustandanzeiger.
Um es uns etwas einfach zu machen, habe ich jetzt hier eine kleine Plattform, von der unser Heli aus starten darf. Und schon geht es los mit eingeschalteter Stabilisierung. Wie ihr sehen könnt, fliegt der Heli wirklich sehr, sehr leichtfüßig, sehr ruhig und tatsächlich wirklich gut stabilisiert. Also ich bin sehr begeistert. Kommen wir zu den Steuerfunktionen. Hier auf dem linken Finger, wenn ich hier rauf oder runter gehe mit dem Stick, vorsichtig bitte, nicht zu schnell, dann fliegt der Heli hoch und runter. Wenn ich mit dem linken Daumen jetzt den Daumen nach links oder eben nach rechts bewege, dann rotiert der Heli im oder gegen den Uhrzeigersinn. Hier könnt ihr euch merken, ihr steuert immer die Nase. Also wenn der Daumen nach links geht, geht die Nase nach links. Mit dem rechten Daumen vor und zurück betätige ich die Nick-Funktion des Helis. Das heißt, der Heli nimmt die Nase hoch oder runter, ergo er fliegt mit dem Heck zu mir oder von mir weg. So wie ihr jetzt hier auch langsam sehen könnt. Nun können wir auch mit dem rechten Daumen nach links und nach rechts die Rollfunktion aktivieren. Das bedeutet, der Heli neigt sich nach links oder er neigt sich nach rechts, ergo er fliegt nach rechts oder er fliegt nach links. Alle Funktionen zusammengenommen ergeben dann, je nachdem wie viel Platz ihr habt, nicht so wenig Platz wie ich hier in meinem Garten, ein schönes rundes Flugbild und ihr könnt rein theoretisch alle Flugmanöver fliegen, die auch eine große Apache fliegen kann. Außer eben natürlich über Kopf, das ist für den 3D-Modus vorbehalten. Aber ihr könnt hier auch schon wunderbar auf kleinem Raum die ersten Hüpfer machen und ein bisschen vor euch hinschweben. Wenn der Akku leer ist, dann blinkt hier oben die grüne Lampe. Auch hier unten unser smarter Akku fängt an zu blinken. Wir schalten das Ganze ab und laden den Akku neu. Der Erstflug ist geglückt und jetzt wird es Zeit, den Heli mal auf Herz und Nieren zu testen und auf dem großen Flugfeld zu fliegen. Mal sehen, was alles in ihm steckt. Ich denke, es wird Zeit für eine kleine Zusammenfassung über unseren Apache. Wir haben uns ja jetzt ein umfassendes Bild machen können. Kommen wir doch mal zu den Pros und Cons. Also, wenn man es überhaupt ein Contra nennen kann, ja, natürlich sprechen wir hier von keiner 700er Klasse. Was ist das? Ich denke mal, ein 200er müsste ungefähr hinkommen. Ihr habt es auf den Flugvideos gesehen. Natürlich kann ich den nicht so scale-vorbildgetreu fliegen wie einen 700er, der durch sein größere Rotordisk und natürlich auch sein größeres Gewicht natürlich viel träger und viel vorbildgetreuer fliegt. Hier sind wir relativ fix unterwegs. Das heißt, es ist ein bisschen ein schnelleres Fliegen, was vielleicht nicht ganz so vorbildgetreu ist. Auf der Pro-Seite befindet sich meiner Meinung nach aber wirklich, wirklich viel.
Erstens, die Stabilisierung funktioniert richtig gut. Der Heli, wenn ihr in dem Stabilisierungsmod fliegt, der wird einfach immer nur irgendwo hindriften. Er wird aber niemals euch wegkippen, was ja das größte Problem ist, wenn Anfänger versuchen, den Collective Pitch Heli zu fliegen. Die funktioniert schon mal richtig gut. Ein weiteres Pro ist, ihr habt wirklich in dieser Box alles drin, was ihr braucht. Sogar die Funke ist schon sinnvoll eingestellt. Die Pitchwerte machen Sinn, die Gaswerte machen Sinn, die Schalteranordnung macht Sinn. Funktioniert einfach perfekt, alles aus der Box raus. Ich habe nichts nachstellen müssen. Und das dritte und für mich wirklich wichtigste ist, dieses Ding hat mich vom Detailgrad sowas vom Hocker gehauen. Ich habe wirklich nicht viel erwartet. Ich habe ja auch nur die Bilder gesehen und ich bin wirklich geflasht. Wir haben hier so viele kleine Details, angefangen von kleinen Scheibenwischern, von Tritten, von Nieten, von der Beleuchtung, von der Tatsache, dass wir einen richtigen, echten 4-Blatt-Rotorkopf haben, einen Collective Pitch 4-Blatt-Rotorkopf, der Tatsache, dass das Ding links rumdreht. Sogar meine 2 großen Scaler, die ich habe, mit bis zu 7 Kilo, sind Rechtsdreher. Nur die Hardcore-Scaler haben linksdrehende Helis. Dieser ist schon bereits dafür entwickelt und nicht nur das, sogar die Rotorblätter sind von der Form und Farbgebung auch schon dem Original nachempfunden. Also auch die Tatsache, dass zum Beispiel hier unten der Akku sich nahtlos einfügt mit der Gun unten dran. Man hat keine Kabel mehr raushängen, nichts. Wenn man das Ding fliegen sieht und ein Foto davon macht, das sieht einfach nur geil aus. Sogar meine Fliegerkollegen im Flugverein, die mir helfen mussten, ein paar Flugaufnahmen zu machen, die waren so, hey, das sieht so geil aus, das Teil, vor dem blauen Himmel. Du denkst wirklich, der ist echt. Also wirklich top. Also Razor Flash, ihr habt wirklich alles richtig gut gemacht. Also ich muss wirklich sagen, das Ding muss sich nicht verstecken. Ich glaube, noch vorbildgetreuer bekommt man einen Heli in dieser Größenklasse nicht mehr dargestellt. Also das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, wäre ein funktionierendes Cockpit. Aber ich glaube, das Fass brauchen wir nicht aufmachen, weil, ja. Das Einzige, was ich euch jetzt noch empfehlen kann, natürlich, ihr habt es bereits gesehen, diesen Artikel verlinke ich euch unten in der Description Box, da könnt ihr draufklicken. Außerdem hat Razor Flash zum Zeitpunkt jetzt, wo ich diese Summary mache, mir auch noch verraten, es gibt inzwischen sogar eine GPS-Version davon. Ich konnte diese natürlich nicht testen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ähnlich bei einer Drohne der Heli dann wirklich, sobald ihr die Knüppel loslasst, wirklich auf der Stelle stehen bleibt. Guckt es euch an. Ich verlinke euch das auch unten in der Box. Ihr könnt draufklicken, ihr könnt es euch durchlesen. Ich finde das richtig cool, was die machen. Ich finde diesen Heli richtig cool. Ich gebe den nicht mehr her, weil ich bin ein riesengroßer Fan geworden von dem Ding. Gerade durch, dass der in dieser Box ist. Den kann man eben mal schnell in den Kofferraum schmeißen und mal irgendwo fliegen. Wirklich Hut ab. Was ich vielleicht noch irgendwann probieren werde, ich hatte es ja schon angeteasert, hier oben auf der Hauptplatine habe ich die Vermutung, dass ich vielleicht mit dem kleinen Extrasatelliten, wie bei anderen Mikrohelis, meine Spektrumfunke, die ich für Kleinzeug habe, damit binden kann. Das wäre natürlich auch noch cool. Obwohl, wie gesagt, ne, die Funke, die dabei ist, tut's. Bedenkt auch, das Ding gibt es auch in einer Bind-and-Fly-Variante, wo ihr dann auch eure Funke mitbinden könnt. Ich weiß, dass Futaba funktioniert. Bei Spektrum habe ich die Vermutung, dass es funktioniert. Muss ich noch ausprobieren. Alles in allem eine Top-Empfehlung, das Ding. Ich bin wirklich super happy und bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Razor Flash für die Kooperation. Danke an euch, dass ihr euch das angeguckt habt. Lasst mich wissen, was ihr von dem Heli denkt, ob ihr ihn genauso cool findet wie ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!